Grüß euch, grüß euch, grüß euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Schwieriges Video heute, denn mit diesem präsentiere ich Ihnen heute ein ziemlich dunkles. Nicht geeignet für sehr sensible Seelen, das möchte ich unbedingt betonen. Ich verzichte in diesem Video absichtlich auf Illustrationen zum Thema. Die Geschichten, welche Sie heute zu hören bekommen, die sind grausam genug, glauben Sie mir. Wenn Sie also eine sehr feinfühlige, höchst empfindsame Persönlichkeit sind, dann möchte ich vorschlagen, dass Sie sich dieses Video vielleicht nicht ansehen. Ich möchte mich als solche Person beschreiben und kann Ihnen versichern, dass mich diese Dinge, welche ich persönlich erfahren habe oder aus erster Hand erfahren habe, in gewissem Maße traumatisiert haben. Ja. Durch Zufall kam ich mit dieser Szene in Berührung, hatte zweimal Kontakt, das erste Mal unwissend zum Thema und absichtlich, das zweite Mal gegen meinen Willen, was mich damals dazu bewog, dafür zu sorgen, dass das kein drittes Mal mehr geschieht. Ich weiß gar nicht, ob diese Personen, von welchen Sie heute zu hören bekommen, heute überhaupt noch leben. Das Ganze ist schon über 30 Jahre her und ehrlich gesagt ist es mir auch völlig egal, ob Sie das noch tun. Ja. Der Satz, es gibt keine Kampfhunde. Diesen Satz liest man oft in Kommentaren, wenn ein außer Rand und Band geratener Journalist seine Weisheiten zum Thema Bullrassen in einem husch-pfusch verfassten Artikel auskotzt. Sie kennen das sicher, ja? Diese Kommentare sind zumeist verfasst von Besitzern sogenannter Bullrassen. Liebe Zuseher, Sie wissen, wie ich zu dieser Hundekategorie stehe, wie sehr ich diese Hunde in dieser Kategorie liebe. Wenn Sie meinen Kanal schon länger verfolgen, dann wissen Sie das selbstverständlich. Ja? Doch, liebe Bullterrier-Rassenbesitzer, welche dieser Rassen auch immer Sie in Ihr Herz geschlossen haben, mit dieser Aussage, es gibt keine Kampfhunde, haben Sie nicht recht. Sie besitzen höchstwahrscheinlich keinen Kampfhund mit Ihrem Bullterrier. Davon gehe ich mal aus, Sie sind Besitzer einer Kampfhunderasse, so leid es mir tut, aber das entspricht der Wahrheit. Auch werden die allerwenigsten von Ihnen da draußen einen echten American Pitbull Terrier besitzen. Auch wenn das Ihnen vom Herausgeber des Welpen gesagt wurde oder wenn Ihr Hund von vielen Menschen, die da draußen gleich mal in jeder Bullrasse einen American Pitbull Terrier sehen, gesagt wird. Ja. Zumeist trifft man heutzutage American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Standard Bull Terrier, American Bully oder Mixe davon. Alles tolle Hunde, ja, aber echte American Pitbull Terrier, die trifft man nur äußerst selten an. Soweit ich mich erinnern kann, sah ich den letzten vor etwa 5 Jahren. Nun, bevor wir die heile Hundewelt in diesem Video verlassen, und das werden wir, zeige ich Ihnen zuerst mal Hunde, welche gerne von Laien auf der Straße angetroffen als das ist ein Pitbull bezeichnet werden. Das wäre zum Beispiel der American Staffordshire Terrier, eine fantastische Hunderasse von A bis Z, aber kein American Pitbull Terrier. Der Standard Bull Terrier, ebenfalls ein sehr toller Hund, auch der ist kein American Pitbull Terrier. Der Staffordshire Bull Terrier, eine entzückende Hunderasse, aber kein American Pitbull Terrier. Der American Bully XL, ein sehr beeindruckender, wunderschöner Kraftprotz, doch ebenfalls kein American Pitbull Terrier. Das, liebe Zuseher, ist ein echter American Pitbull Terrier. Darf ich vorstellen, Attila vom Rendezvousberg, 14 Jahre lang in meinem Besitz, 1988 erworben aus bester US-Linie. Zu Zeiten, in welchen noch die wenigsten von der Existenz dieser Hunderasse gewusst haben. Damals dachte noch jeder, mein Hund wäre ein deutscher Boxer-Mix. Dieser Hund, glauben Sie mir,
Er hat alles, was sich damals an mir bekannten Hundebesitzern durch die Welt bewegte, aufgrund seines Wesens und seiner Leistungsfähigkeit, erschüttert. Er war ein Monster diesbezüglich. Durch ihn erkannten einige erst, was Hunde wirklich drauf haben können. Attila war ganz Pit-typisch kein guter Gebrauchshund. Grundkommandos waren überhaupt kein Problem bei ihm, aber für Höchstpunktebewertungen bei Prüfungen oder Turnieren war er zu viel typischer American Pitbull Terrier. Auf Kommando auslassen bei der Schutzarbeit, das war ein hoffnungsloser Fall. Wo er alle, und ich sage absichtlich alle, einpackte, egal wer das war das Gerätetraining. Die Kletterwand auf 2 Meter gelegt, die nahm er nicht mal ernst. Schauen Sie, dieser Hund ging mir mühelos 3 Meter auf Bäume rauf. Ja. Den 3 Meter Weitsprung, für den nahm er fast keinen Anlauf, und wenn ich ihm die Hochsprungplanke auf 1,20 Meter gelegt habe, entlockte ihm das maximal ein Grinsen. Der Hund war 27 Kilo schwer bei einer Schulterhöhe von etwa 50 Zentimeter, aber er war stark wie ein Ochse. Der hat eine Geschwindigkeit wie ein Windhund und konnte sich bewegen wie ein Aal. Attilas Motor drehte sowohl bei 35 Grad plus wie auch bei 15 Grad minus permanent 16.000 Umdrehungen. Also der war irre drauf, der Hund, glauben Sie mir das. Figuranten, Schutzhelfer, die ihn bei der Schutzarbeit am Arm hatten, die waren alle entsetzt von der Energie, welche dieser mittelgroße Hund hat freisetzen können. Ich erlebte niemals einen Hund in meinem Bekanntenkreis, welcher an Attilas Leistungsfähigkeit hätte kratzen können. Niemals. Ja? Und ich kannte sie alle, diese Leistungskanonen diverser Hunderassen. Ich könnte Ihnen sehr viele Kinnladen öffnende Geschichten über diesen Hund erzählen, glauben Sie mir, die selbst für die erfahrensten Hundebesitzer nur schwer zu glauben wären. Aber das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Ja. Ich liebte diesen Hund heiß. Ich liebte ihn sehr und werde ihn niemals vergessen, würde ihn heute aber nicht mehr führen wollen, weil er zu viel Stress war. Aufgrund seiner klar durchkickenden charakterlichen Genetik in Bezug zu Rüden oder anderen Tieren, welche keine Hündinnen oder Welpen dargestellt haben, denn zu beiden letzten war er stets immer ein Gentleman. Das war ein 100% echter American Pitbull Terrier aus bester US-Linie. Ja, nun, das war ein ganz kurzer Einblick in einen tollen Vertreter dieser Rasse. Schauen Sie, ich studierte diese Hunde. Natürlich wusste ich schon vor dem Erwerb von Attila, was es mit diesen Hunden auf sich hatte. Doch speziell zur Zeit, als ich ihn besaß, verbrachte ich Unmengen an Zeit mit allen Lektüren von Dr. Dieter Fleig zum Thema Kampfhunde, Kampfhunderassen. Ich sog alles in mich auf, was es über diese Hunde zu erfahren gab damals. Ja. Und wenn man das tut, dann erfährt man sehr, sehr grausame Dinge, die parallel zur Entstehungsgeschichte mit diesem Hund nun mal laufen. Das ist so. Ja. Ich suchte den Kontakt zu anderen Pit-Besitzern und kam durch diese in den Kontakt mit weiteren. Häufig kannten sich diese Leute damals in den späten 80ern untereinander. Der Hund war doch noch recht selten. Einer meiner besten Freunde, der besaß damals eine Standard-Bull-Terrier-Hündin. Und diese Hündin war in meinen Hund Attila genauso verliebt wie er in sie. Die stellten das perfekte Paar dar. Mein Freund war schwer beeindruckt von meinem American Pitbull Terrier und spekulierte damit, sich ebenfalls einen Welpen zu holen. Ja. Zu dieser Zeit waren sowohl mein Freund im Lager der Ringer und ich in einem anderen Kampfsportlager noch aktiv. Wir waren turniermäßig unterwegs, gehörten also der Kampfsportszene an, welche ich auch heute noch sehr liebe. Ich trainiere heute noch wahnsinnig gern. Ja, und ich besaß einen Pit aus toller Linie. Warum ich das jetzt extra erwähnt habe, das werden Sie dann im Laufe des Videos erkennen. Ein Trainingskollege von mir, von dem ich Ihnen schon erzählt habe in dem Video, Bandogs, Designerrasse des Rotlichts, der Besitzer von Scott, den Hund, den ich in diesem Video als Scott betitle, denn den echten Namen habe ich nicht genannt, der erfuhr vom Wunsch meines Freundes, sich eventuell einen American Pitbull Terrier zuzulegen und gab mir den Tipp,
an einer bestimmten Adresse anzurufen, denn das wäre ein Mann der Top-Adresse, der aktuell gerade Welpen hat. Ja. Ja, wir taten das. Ich rief dort an, stellte mich vor, sagte, ich besäße ebenfalls einen Pit vom Rendezvousberg, worauf ich am anderen Ende des Telefonhörers vernahm, ganz feine Linie, ja, und wir wurden da eingeladen. Nun, bevor ich mit diesem Video fortfahre, liebe Zuseher, möchte ich Ihnen versichern, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt des Treffens nicht die kleinste Ahnung davon hatte, was mich dort erwarten würde. Ja. Ich verachtete damals, genauso wie ich es heute tue, den Hundekampf, egal ob amateurhaft betrieben oder professionell betrieben. Ich verabscheue diese Szene zutiefst und hasse diese Leute aus tiefstem Herzen, glauben Sie mir. Ja. Ja, also wir fuhren dorthin, eine Tür zu einem großen Grundstück wurde uns geöffnet. Wir wurden ins Haus gebeten, wo außer dem Besitzer noch 3 Männer anwesend waren. Der eine dürfte einen Freund dieses Herrn dargestellt haben. Die anderen beiden waren, soweit ich das mitbekommen habe, 2 Besucher vom Balkan, die übers Wochenende dort zu Gast waren. Sprachen aber beide Deutsch. Ja. Nach kurzer Vorstellung erwähnte ich auch die Lage und die Existenz des von uns geführten Hundeabrichteplatzes. Das wurde interessiert zur Kenntnis genommen und stellte sich für mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Fehler dar, ganz klar. Ja, es wurde dann damit begonnen, Videokassetten in den Rekorder einzulegen. Denn DVDs waren erst im Kommen und von USB-Sticks oder gar Smartphones wusste man damals noch überhaupt nichts. Das bewegte sich noch im Bereich des Science-Fictions. Auf diesen Videokassetten wurden uns Hunde präsentiert, American Pitbull Terrier, alle extrem austrainiert und auffallend schlank, bestehend nur aus drahtigen Muskeln. Ja, uns wurde da nebenbei zu jeweiliger Präsentation von jedem Hund erklärt, wo dieser Hund zu Hause war, in welchem Besitz der war und so weiter. Ja, und dann begannen diverse Sätze zu fallen. In der Manier von, der war gut, am Kiefer, der war unschlagbar, am Vorderlauf und so weiter. Nun, das wiederum ließ mich erkennen, dass diese Leute oder dass diesen Leuten der professionelle Hundekampf nicht fremd war. Ja. Doch glasklar wurde mir das Ganze, als der Besitzer des Anwesens zu einem Herrn vom Balkan meinte, du kannst dich noch erinnern, als wir mit ihm in Russland waren, schon dachten, das Geld ist weg und dann bog er das Ding noch gegen den Osthund nach 1,5 Stunden und wir waren auf der Siegerstraße. Also da wusste ich dann, ja, wo ich mich befand, in diesem Haus. Ja. Auf einem Video wurde uns ein Rüder beim Training gezeigt und nebenbei wurde uns erklärt, dass Hunde, welche für den Einsatz, wenn man das so nennen kann, vorbereitet wurden, ähnlich vorbereitet wurden wie professionelle Kampfsportler das werden. Bewegt sich in 6 Wochen Vorbereitungszeit, so war das bei uns, bevor wir auf Turniere fuhren, ebenfalls. Diese Hunde wurden 6 Wochen lang spezieller Diät ausgesetzt und hart trainiert, bevor sie da verurteilt wurden, in die Pit zu gehen. Da sah man diesen Rüden beim Vollsprint neben dem Auto, beim Laufbandtraining, beim Gewichteziehen und beim Springpole-Training. Springpole-Training, eine ganz beliebte körperliche Ertüchtigung für Bullterrier-Rassenbesitzer. Auch Attila liebte das. Daran ist absolut nichts Böses. Eine tolle Möglichkeit, die Hunde auszupowern. Also toll, Springpole-Training, ja. Uns wurde gesagt, dass das ein vielversprechender Hund ist, mit dem sich in Zukunft sehr Gutes und viel Geld verdienen lässt. Er sei zu Beginn etwas trainingsfaul gewesen, doch musterte er sich zu einem Trainingsweltmeister. Bei ihm haben die Ratten Wunder gewirkt, wurde uns erklärt. Ja, die Ratten, die er da angesprochen hat, die dienten für diese zukünftigen Kampfhunde als Trainingsmotivator in Form von Belohnung. Alle Hunde, die das Training brav absolviert hatten, durften danach mehrere Ratten töten. Das, ja. Schauen Sie. Ich werde Ihnen im Laufe des Videos dann erklären und Sie werden dann erkennen, weshalb ich da nicht sofort weggegangen bin oder weggehen konnte. Es wurde uns als letztes Video, denn man merkte schon, dass ich nicht wirklich heiß auf diese Videos bin, unter anderem ein Video gezeigt. Darauf sahen Sie eine Pit,
Also eine professionell errichtete Hundekampfstätte. Ein Holzpferch, mehrere Quadratmeter groß, mit Sand ausgelegt. In dieser Pit wartete in einer Ecke ein gelber American Pitbull Terrier, klar erkennbar austrainiert. Schlank bis zum geht nicht mehr, drahtig muskulös, ganz kurz kopierte Ohren, Bärenbeißerohren nennt man das, nennen das manche Leute. Diagonal gegenüber von ihm wartete ein riesiger kaukasischer Ovtcharka darauf, dass sie aufeinander losgelassen werden. Ja. Gut, das Ganze fand dann auch statt, die Hunde begannen miteinander zu kämpfen. Es waren dort mehrere Leute anwesend, einer diente als Sekundant, die beiden Besitzer dieser Hunde. Das Ganze fand statt in Russland, soweit ich weiß, in Moskau. Er war dort anwesend, persönlich, der Besitzer des Anwesens, der uns dieses Video zeigte. Und der Besitzer dieses Pitbulls, den sie dort sahen, war ein professioneller Hundekämpfer. Jo, in den ersten 15 Minuten sahen sie einen gewaltigen russischen Herdenschutzhund, der den weit leichteren und weit kleineren American Pitbull Terrier durch die Gegend schleuderte wie einen nassen Fetzen, derartig auf diesen Hund herumkaute wie auf einem Kaugummi. Worauf ich sagte, ich konnte es mir nicht verkneifen, erst was hat das für einen Sinn? Dieser Pit hat keinen heilen Knochen mehr im Körper. Die Knochen dieses Hundes müssen zu Mehl zermahlen sein durch die Kiefer dieses Ovtcharkas. Er sagte zu mir, warte ab, spulte dieses Video auf eine Länge von etwa 20 Minuten vor. Und nach 20 Minuten konnten sie auf diesem Video einen kaukasischen Ovtcharka sehen, mit eingeklemmter Rute, laut und erbärmlich schreiend, mit dem Pit am Kiefer hängend, der den Kiefer entfernen wollte. Der Pit wollte nur mehr aus dieser, der Kaukase wollte nur mehr aus dieser Pit raus. Der Besitzer des Anwesens sagte zu mir, siehst du, was ist der Unterschied zwischen einem Hund, der über Generationen lückenlos und permanent darauf vorbereitet wird, das zu tun, und einem riesigen Herdenschutzhund, der einfach nur dazu gemacht ist, um mit einem Partner oder mehreren anderen gegen Wolf und Bären anzutreten. Der Herdenschutzhund kennt Grenzen und wird immer Grenzen kennen, der Pit kennt sie nicht. Ja, also wie gesagt, während sie zu Beginn da einen Herdenschutzhund sahen, der den Pit durch die Gegend schleuderte, in einer Art und Weise, die kein Hund überlebt hätte, sahen sie 20 Minuten später einen Herdenschutzhund, der mit jeder Faser seines Körpers dann nur mehr raus wollte, weg wollte aus diesem Kampf, und einen Pit, der erst richtig warm wurde. Ja. Außerdem wurde uns erzählt, dass er vorhat, in nächster Zeit nach Serbien zu reisen mit einem seiner mannscharfen Pits, denn er hatte nur einen. Alle anderen waren das nicht. Denn ein American Pitbull Terrier, der sich für den professionellen Hundekampf eignet, besitzt absolut keine Mannschärfe, sondern eine allerhöchste Beißhemmung Menschen gegenüber. Jeder Hund, der das nicht vorweist, ist für den professionellen Hundekampf nicht geeignet. Denn bei diesem muss jederzeit ein Sekundant oder der Besitzer oder irgendein anderer Mensch dazu fähig sein, den Hund oder beide Hunde aus dem Kampf nehmen zu können, ohne dabei gebissen zu werden. Deswegen wird nur mit Hunden weiter trainiert, weiter gearbeitet, weiter gezüchtet, die solch eine Beißhemmung vorzeigen. Mannscharfe Pits sind dazu nicht zugelassen, mit denen kann man auch kein Geld verdienen. Doch gab es eine andere Möglichkeit, mit mannscharfen Pits Geld zu verdienen, denn in Serbien existierte ein Heer, der für Geld mit bloßen Händen gegen alle Hunde kämpfte. Ein 2 Meter großer Hühner, der ausgesehen haben soll wie ein Monster, so vernarbt war er, den er besuchen wollte mit einem seiner mannscharfen Pits. Doch er war sich noch nicht sicher, diesen Besuch zu starten, weil er gehört hat, dass dieser Mann alle Hunderassen annimmt, außer mannscharfe Pits. Das wären die einzigen Hunde, mit denen er nicht kämpft. Jo, lange Rede, kurzer Sinn. Ich merkte ein Kippen der Stimmung mir gegenüber. Man merkte, dass ich nicht heiß bin auf diese Videos und nicht wirklich angesprungen bin auf diese Geschichten, die mir da erzählt wurden. Ich war mit Sicherheit blass im Gesicht. Das hat mit meiner Gemütsregung zu tun gehabt, kann ich mir vorstellen. Dennoch wurden wir aufs Grundstück geführt in einen zweckentfremdeten Geräteraum, in ein zweckentfremdetes Gerätehaus. Und ich möchte sagen, ich kann mich erinnern, dass dort alles recht gepflegt und sauber ausgesehen hat. Ja. Ganz zum Widerspruch zu dem Horror, der davor geherrscht hat. Da wurden wir zu einem ganz bestimmten Rüden geführt, wo mir gleich aufgefallen ist, dass dem die Zähne fehlen. Der hatte nur mehr
Die molaren Backenzähne, oben, unten und einige Prämolaren, aber Caniden-Inzisiven fehlten diesem Hund. Als ich fragte, wo die Zähne dieses Hundes seien, wurde mir gesagt, hör zu, das ist ein Mehrfachgewinner. Die wurden ihm alle ausgerissen, die hat er alle in der Pit liegen gelassen. Jetzt ist er nur mehr fürs Rollen da. Auch dieser Begriff wurde mir erklärt, denn der war mir nicht bekannt. Rollen ist eine Art Sparring, die so aussieht, dass Hunde, zumeist Hunde, welche nicht mehr für die Pit in Einsatz kommen, mit denen kein Geld mehr verdient wird, erfahrene Veteranen mit heranwachsenden, vielversprechenden Hunden ein Sparring veranstalten. Den Hunden wird ein Maulkorb verpasst und die gehen 30 Minuten miteinander. Und dafür war dieser Hund, der auffällig vernarbt war, noch gut genug. Ich möchte noch betonen, dass uns dieser Hund auf eine Art und Weise begrüßt hat, als hätte er uns schon sein ganzes Leben lang gekannt. Wahnsinnig sensibler, herzlicher Hund, ja, der aber scheinbar, ja, wenn es um die Arbeit in der Pit ging, ein Monster darstellte als Mehrfachgewinner. Daneben waren Zwinger mit 4 Monate alten Junghunden drinnen, eine Hündin, 3 Rüden, glaube ich, waren das. Das waren diese Hunde, welche in Frage kämen als Welpe, also Junghunde, für meinen Freund. Das ist natürlich dann alles ins Wasser gefallen. Wir werden dann gleich hören, warum das so war. Und als wir uns diese Hunde angesehen haben, hat uns der Besitzer gesagt, also das sind die 4, die ich noch habe, ja, und die stehen alle kurz vor ihrem ersten Kater. Er hatte da neben den Zwingern einen Holzpferch stehen mit Holzplanken. Dieser Pferch war etwa 2,50 Meter mal 2,50 Meter in der Fläche und 1 Meter hoch. Oben abgedeckt mit einer Art Gitterkonstruktion, sodass man reinsehen konnte. Ja, und die Existenz dieses Pferchs hatte den Grund, er hat uns gesagt, Leute vom Balkan hätten ihm gelernt, die Junghunde der Pits, die später mal in der Pit zum Einsatz kommen, wären so auf diese Art und Weise am besten auf ein zukünftiges Dasein zu gewöhnen, indem man die da rein sperrt. In seinem Fall waren es immer 2 oder 3, 4 Monate alte Junghunde und ihnen hinten nach einen erwachsenen Kater schickt. Im Schnitt, sagte er zu mir, brauchen diese 2 oder 3 Junghunde, dessen Zähne noch nicht mal voll ausgebildet waren, 1 Minute, um den Kater zu eliminieren. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Außerdem wurde uns noch zusätzlich erzählt, dass der Hund, den er uns da gezeigt hat, dem die Zähne fehlten, ebenfalls ein Trainingsweltmeister war, und weil er eines Tages so brav war, schenkte er ihm einen lebenden Dachs zu töten, den er von einem Jäger bekommen hat, und dieser Dachs war für diesen Hund damals wie Geburtstag und Weihnachten in einem, so hat er sich darüber gefreut. Ja. So, was soll ich Ihnen sagen, lieber Zuseher? Jede Faser in mir wandelte sich von zuerst freudig aufgeregt in Erwartung eines tollen, erfahrenen American Pitbull Terrier Profis in absolute Abscheu und Hass. Am liebsten hätte ich ihm dort eine aufs Maul gehaut, ja, oder ihn zumindest angespuckt. Doch ich weiß nicht, das hätte sich als sehr großer Fehler herausstellen können. Das werden Sie dann schon noch mitkriegen. Ja. Ich wollte auf jeden Fall dort nur mehr weg. Ich wollte abhauen, doch mein Rucksack befand sich noch im Haus drin. Wir gingen also rein, er, mein Freund und ich. Es war aufgetischt. Es wurde aufgetischt, als wir das Grundstück schon betraten, aber mir ist selbstverständlich der Appetit schon vergangen. Außerdem nochmal, zu diesem Zeitpunkt bemerkte ich ein starkes Kippen der Stimmung mir gegenüber. Alle da drinnen, wie wir waren, alle 6, die 4 und wir 2, merkten, dass es eher durch ein Missverständnis zu diesem Treffen gekommen ist. Ja. Mein Trainingskollege hat mich, diesem Herrn, als einen Kampfsportler, also als einem Mann aus der Kampfsportszene im Besitz eines American Pitbull Terriers aus toller Linie vorgestellt. Ja. Der vermutete deswegen vielleicht, dass ich Berührung mit der Szene hatte. Mir wurde dieser Herr als einfach nur toller und sehr erfahrener Pitbull-Profi, der aktuell Welpen hat, erklärt. Ja. Und so kam dieses Treffen zustande. Und das klärte sich zwischenzeitlich auf. Also die erkannten, wir sind nicht aus der Szene, und ich erkannte, das sind Arschlöcher aus der Szene. Ja. Dementsprechend wurde auch weniger gesprochen. Wie gesagt, die Stimmung kippte schon klar merklich.
Es wurde dann sofort damit versucht, das Ganze mir gegenüber zu verharmlosen. Es sei alles nicht so wild, wie es aussieht. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und leben lassen. Dabei klang auch immer ganz klar eine Drohung der Unterwelt mit. Ja? Also das merkte man schon. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedankte mich dann dort für den Kaffee und wir verließen diesen Ort. Beim Nachhauseweg packten wir es nicht, mein Freund und ich. Ich sagte nur, was für Arschlöcher, wo sind wir da reingeritten? Wir beschlossen aber, das Ganze für uns zu behalten, niemanden damit reinzuziehen. Weder meiner Familie noch meinen Freunden oder sonst irgendjemand etwas davon zu erzählen und auch kein Wort an die Exekutive zu verlieren. Ja. 2 Wochen später war ich an einem Samstagnachmittag bei uns am Abrichteplatz im Einsatz als Figurant und als Trainer. Und um 16 Uhr Nachmittag etwa kam einer unserer Mitglieder zu mir und sagte, Herr Strone, draußen stehen 3 Männer, die haben nach dir gefragt und wollten wissen, ob du kurz Zeit für sie hast. Ja. Ich ging raus und stand vor dem Besitzer dieses American Pitbull Terrier Anwesens und 2 seiner Freunde aus einem Land am Balkan. Ja. Liebe Zuseher, natürlich wusste ich, weshalb dieser Besuch stattgefunden hat. Ja. Eine nachdrückliche Erinnerung an Leben und Leben lassen sollte damit ausgedrückt werden. Schauen Sie, ich sage Ihnen was. In Kreisen von Leuten, die mich persönlich kennen, bin ich eher weniger dafür bekannt, eine sehr ängstliche Person zu sein. Ja. Aber ich habe mit diversen Leuten, mit diversen Situationen damals schon im Alter von 22, 23 Jahren Erfahrung gesammelt gehabt. Ja. Ich wusste damals ganz gut, wie mit solchen Leuten umzugehen ist, um einen gewissen Seelenfrieden meiner Familie zu gewährleisten. In diesem Fall war es angebracht, die Sache zu vergessen, auch wenn ich noch so angewidert war davon. Schauen Sie. Ich stand also vor diesen 3 und bevor einer dieser 3 zu reden begann, übernahm ich die Sache. Sinngemäß habe ich gesagt, hör zu, du bist hier genauso fehl am Platz und handlungsunfähig, wie ich es bei dir zu Hause war. Hier möchte dich niemand. Ja. Niemand da drinnen und auch da draußen weiß etwas über dich, weder von mir noch von meinem Freund. Und das wird auch so bleiben. Mir ist egal, was du magst, aber ich möchte dich nicht mehr sehen. Möchtest du noch etwas wissen? Er sah mich grinsend an und meinte nur Danke. Das war eigentlich alles, was ich hören wollte. Stieg mit beiden ins Auto ein und fuhr. Das war das letzte Mal, dass ich von diesem Mann gehört oder gesehen oder dass ich ihn gesehen habe. Eine Woche später am Training traf ich meinen Trainingskollegen, der uns den Kontakt hergestellt hat. Der meinte dann zu mir, na, das ist nicht so toll gelaufen, denn der hat das natürlich gehört. Ich sagte zu ihm, na, das war eher ein Missverständnis, das Ganze. Er sagte dann zu mir, hör zu, ich kann dir nicht vorschreiben, was du tust. Tu, was du willst, aber handle weise. Und ich habe zu ihm gesagt, hör zu, das ist alles schon erledigt. Wir haben das unter 4 Augen besprochen. Ja, Schwamm drüber. Die Sache ist erledigt. Ja, liebe Zuseher, Sie können mich jetzt natürlich kritisieren und sagen, du hättest schon viel früher von dort abhauen sollen oder du hättest die Polizei einschalten sollen. Schauen Sie, ich sage Ihnen was, Sie waren nicht dort, ich war dort. Sie konnten die Situation nicht einschätzen, ich konnte sie einschätzen. Und ich sage Ihnen was, wenn man mit solchen Leuten schon öfter in Kontakt gekommen ist, sei es aufgrund von Verweilen in der Kampfsportszene oder ähnlichen Dingen, dann bekommt man ein gewisses Gefühl für solche Menschen, eine Menschenkenntnis und kann sehr schnell zwischen der menschlichen Ausgabe eines Raubtiers und der menschlichen Ausgabe eines pflanzenfressenden Fluchttiers unterscheiden. In deren Fall galten sie als erstere Ausführung. Ja. Wir waren zu zweit, die waren zu viert. Hätten mein Freund und ich dort für Radau gesorgt und das getan, was wir am liebsten getan hätten, dann wäre der Ausgang ungewiss gewesen. Ja. Außerdem sage ich Ihnen was. In dieser Szene geht es um Geldsummen. Die können Sie sich nicht vorstellen. Sie haben ja keine Ahnung. Das ist eine wahnsinnig heikle Geschichte. Hätte ich damals die Exekutive eingeschaltet, hätte ich mit 100%iger Garantie mit Racheakten rechnen können. Ich sage Ihnen was,
Ich bin recht beliebt bei meinen Angehörigen. Und die lieben mich genauso wie ich sie. Ja? Und würde mir etwas geschehen, dann würde auch meine Familie darunter leiden. Und ich weiß auch, dass in meiner Familie männliche Angehörige leben, die in solch einem Fall ebenfalls eingeschritten wären und dann mittendrin gewesen wären. Und um all das zu vermeiden, habe ich mein Maul gehalten. Die meisten von Ihnen werden das verstehen. Ja? Da bin ich ganz sicher. Liebe Zuseher, diese Szene existierte und die Szene existiert noch heute. Ja. Erst kürzlich wurde in den USA ein Mann zu 475 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er professionelle Hundekämpfe organisiert hat und daran teilgenommen hat. In dieser Szene werden Hunde erschaffen, welche mental und körperlich keine Grenzen besitzen. Diese Hunde sind ausnahmslos alle einer Rasse zugehörig, nämlich der des American Pitbull Terriers, denn alle anderen Hunde besitzen Grenzen. Glauben Sie mir das. In dieser Szene werden Hunde über Generationen hinweg speziell darauf selektiert und trainiert, geistig und körperlich keine Grenzen zu kennen. Sie wissen ja gar nicht, was ich da alles gesehen habe. Der American Pitbull Terrier, nur dafür erschaffen, hat sich in dieser kranken Welt als der Hund durchgesetzt und seine Überlegenheit in professionell durchgeführten Hundekämpfen, dieser professionell geführten Szene, dieser Arschlöcher gegen alle anderen Hunderassen schon unzählige Male bewiesen. Diese Hunde gehen bis in alle Ewigkeit, selbst wenn ihnen die Rippen gebrochen werden, die Vorderläufe zermalmt werden, ihnen die Ohren ausgerissen, der Augapfel zerstört wird, wenn ihnen der halbe Unterkiefer weggerissen wird, sie schon 3 Liter an Blut verloren haben. Diese Hunde gehen bis in alle Ewigkeit. Das tun andere Hunde nicht. Es gibt nur eine Hunderasse auf der Welt, welche sie zu derartigen mentalen und körperlichen Monstern formen können. Das ist der echte American Pitbull Terrier, dessen Ahnen das bis vor 200 Jahren schon getan haben, lückenlos und pausenlos. In dieser Szene wird experimentiert und wurde experimentiert mit allen Hunderassen. Seien es die ebenfalls von der FCI nicht anerkannten Alanos, Presas, Dogos, Filas, Herdenschutzhunde, alles sind starke Hunde, alle können bis zu einem gewissen Grade trainiert werden und gehen auch alle bis zu einem gewissen Grade in dieser verdammten, verfluchten Pit, doch alle haben Grenzen. Ein Gamer, Dead Gamer American Pitbull Terrier hat keine. Und das ist auch der Grund, weshalb ich heute nicht leicht zu beeindrucken bin von Menschen, die mir erklären, wie übermenschlich leistungsfähig ihre Hunde sind. Seit ich diese Hunde kennengelernt habe, liebe Zuseher, sind im Vergleich dazu andere leistungsfähige Hunde. Für mich wirken die teilweise wie Zitronenfalter. Ja? Ich liebe sie alle da draußen. Alle Hunde liebe ich sie. Egal ob das Mixe sind, ob das reinrassige Hunde sind. Ich hege höchsten Respekt vor jeder Hunderasse, ihrer Vor-, aber auch ihrer Nachteile. Doch ich sage Ihnen noch was. Noch einmal. Kein Hund da draußen, der leistungsfähigste Hund der besten Leistungslinie da draußen, kann es diesbezüglich nur annähernd aufnehmen mit einem für diese Aufgabe trainierten American Pitbull Terrier. Das sind Zitronenfalterchen gegen diese Hunde. Das ist eine andere Welt, ein anderer Planet. Vertrauen Sie mir. Abschließend möchte ich noch Folgendes sagen. Ich kenne solche Menschen nicht. Ich weiß auch nicht, wo derartige Veranstaltungen stattfinden. Ich weiß, dass diese Menschen existieren. Ich weiß, dass diese Veranstaltungen existieren. Das Einzige, das ich weiß, ist, dass sich diese Veranstaltungen, die früher zumeist im westlichen Europa stattgefunden haben, sich jetzt mehr ins östliche Europa verschoben haben. Und jetzt noch mal kurz zum Thema, es gibt keine Kampfhunde. Da möchte ich Ihnen was sagen, liebe Zuseher. Sollten Sie, was zu 99% niemals geschehen wird, ja, jemals einen Hund, einen Welpen aus derartiger Linie erwerben. Einen Hund, dessen Vorfahren seit Generationen lückenlos und ausnahmslos für diesen Zweck trainiert und eingesetzt wurden. Und das können Sie ganz leicht erkennen anhand der Papiere. Ja. Wenn Sie einen Rassehund besitzen, dessen Vorfahren
gute Ausstellungsergebnisse eingefahren haben, dann gibt es da immer so ein Kürzel vor dem Namen seiner Vorfahren, seiner Eltern oder seiner Großeltern. CH zum Beispiel bedeutet ein Championat, ein Champion, hat mit den Ausstellungsergebnissen zu tun. Das gibt es auch bei American Pitbull Terriers aus UKC-Linie. Auch da haben sie bei den Ahnen Kürzel davor stehen. Doch haben die niemals mit Ausstellungsergebnissen, Ausstellungserfolgen zu tun. Das sind Kürzel, die ihnen verschiedene Auskunft geben über den Einsatz dieser Hunde in der Pit. Dafür stehen die Kürzel in den Rassepapieren von American Pitbull Terriern. Auch die Ahnen meines Pizzatilas waren lückenlos gefüllt mit diesen Kürzeln. Außer die seiner Eltern, denn die stammen von seiner Züchterin und die hatte mit dem Hundekampf nichts am Hut. Und wenn Sie solch einen Hund erwerben, liebe Zuseher, der von Elterntieren abstammt, welche ebenfalls von Elterntieren abstammen, die über Generationen lückenlos dafür benutzt wurden, trainiert wurden, geformt wurden, dann haben Sie nicht nur einen Vertreter einer Kampfhunderasse damit zu Hause, wie Sie es haben, wenn Sie sich einen tollen Bull Terrier oder American Staffordshire Terrier oder Staffordshire Bull Terrier vom vernünftigen Züchter holen, sondern haben Sie einen echten Kampfhund zu Hause, glauben Sie mir das. Einen Hund, der auffallend sensibel sein wird und sehr freundlich sein wird Fremden gegenüber, häufig auffallend freundlicher als der netteste Golden Retriever von nebenan. Das sind sie häufig, diese echten Pitbulls. Doch in dessen Innerlichen ein charakterliches Monster darauf wartet, erweckt zu werden. Und hier genügt bei diesen Hunden die kleinste Kleinigkeit, der kleine Funke, um ein Fass zum Explodieren zu bringen. Um diese Genetik mit voller Gewalt durchkicken zu lassen. Das kann eine Maus sein, die dem Hund vor die Beine läuft, die er tötet, die das auslöst. Das kann ein Schwan sein, der diesem Hund, während er im Wasser schwimmt, attackiert. Wo 99,9% aller anderen Hunde entweder die Flucht versuchen anzutreten im Wasser oder vom Schwan ertränkt werden, wäre nicht das erste Mal. Das geschieht ihnen dann mit diesem Hund nicht. Dieser Hund wird den Schwan packen, ihn ans Ufer ziehen und ihn in mehrere Teile zerlegen, und zwar schneller, als sie schauen können. Ja? Und wenn dieser Funken dann dieses Fass zum Explodieren gebracht hat, diese Genetik seiner Vorfahren bei diesem Hund durchkickt, und das wird sie, dann haben Sie einen ausgewachsenen, waschechten Kampfhund zu Hause, nicht nur einen Vertreter einer Kampfhunderasse, lieber Zuseher. Es ist nicht richtig zu behaupten, es gäbe keine Kampfhunde. Das ist falsch. Es ist richtig zu behaupten, der Mensch ist schuld. Das ist richtig. Steht Ihnen selbstverständlich zu, mir das nicht zu glauben. Wenn Sie es mir nicht glauben, hat das zumeist zwei Gründe. Entweder wollen Sie es nicht glauben, weil das Ihre Welt zerstört, oder Sie haben einfach zu wenig Ahnung davon. Ja? Liebe Zuseher, ich sage Ihnen was. Die Welt ist nicht so rosarot, wie viele sie gerne haben möchten. Sehen Sie sich um. Was alltäglich auf der ganzen Welt mit Hunden geschieht, Kampfhunde sind nur ein Beispiel. Der Galgo Español zum Beispiel ist ein anderes. Nicht mehr fähig, Rennen zu gewinnen, werden diese Hunde von ihren Besitzern mit Säure übergossen, vergiftet, verbrannt bei lebendigem Leib, erschlagen, erschossen oder ausgesetzt und ihnen vom Besitzer die Vorderläufe gebrochen, damit sie nicht mehr nach Hause laufen können. Es gibt genug menschliche Monster da draußen, und heute ist es sehr schwer, kein Misanthrop zu werden, aber das muss ich vielen von Ihnen ja gar nicht erzählen. Ja. Ich weiß, das war eine schwere Kost, ich habe davor gewarnt. War auch für mich nicht leicht, liebe Zuseher. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt ist es kalt. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Es war schön.